Wir wollen mit den KG 95 auf der Brother 970 stricken. Das heißt, wir müssen einige Vorbereitungen treffen. Und zwar löschen wir erstmal im Speicher das positionierte Muster. Also gehen wir in das Positionsprogramm. Erst Pulli, Blatt und Pfeil, dann Blatt und Pfeil und dann auf OK bestätigen. Das Muster ist jetzt gelöscht, das kontrollieren wir nochmal im Hauptmenü. Wir sehen, dass der Speicher leer ist und der Zähler zeigt eine 0 an. Für die Strickmaschine KH 970 müssen wir noch eine Leiste an dem KG anbringen, beziehungsweise wir müssen den KG umrüsten. Wir nehmen die Magnete hinten raus und stecken diese Sensorleiste hinten quer drauf. Nun müssen wir eine Mustereingabe simulieren. Das heißt, wir gehen so vor, als wenn wir ein Muster einprogrammieren wollen und machen es aber nicht. Wir wählen den KG-Schlitten aus, wählen dann das Flächenmuster aus. Nun müssten wir die Musternummer eingeben. Das machen wir nicht, sondern gehen wieder zurück zum Hauptmenü mit der Rückpfeiltaste. Und hier seht ihr wieder das Hauptmenü mit dem Pullover. Der Schlitten muss noch über die Wendemarkierung geschoben werden und wir fahren dann den Schlitten wieder ans Gestrick ran. Fädeln den Faden ein und nehmen diese Einstellung vor für den Wickelanschlag. Und zwar die oberen beiden auf Position 1 und 2 und den unteren Schalter auf 3. 1, 2 und 3, das kann man sich leicht merken. Der Wickelanschlag ist nur eine Reihe, deswegen stellen wir eine 1 ein. Der CB1 ist immer noch angeschaltet und nun drücken wir nur noch den grünen Startknopf am KG-Schlitten. Am Ende dieser einen Wickelreihe drücken wir den roten Stoppknopf. Schön ist auch, dass der KG auch ohne Nadel den Wickelanschlag strickt. So, meine Lieben, abonniert meinen Kanal für weitere wichtige Videos rund ums Stricken und Häkeln. Bis bald, tschüss!